Hallo Dampferfreunde, heute stelle ich euch keinen Pod vor, sondern heute wollte ich mit euch wickeln. Und zwar geht es um die Smart Pod Kit von Waterfall, also die Manik. Und da war ja dieses Rebuildable Coil drin, also die Selbstwickler Coil mit drin. Ja, und da habe ich euch gesagt, dass ich die ja mit euch wickeln möchte und euch also zeige, wie das funktioniert. Ich mache das auch, wie gesagt, zum ersten Mal. Also das heißt, wie man sieht, ihr seht noch zu. Ich mache das auch, versuche erstmal ohne die Anleitung. Ich habe zwar die Anleitung durchgeguckt, muss man ja natürlich auch, dafür ist die Anleitung ja da. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf den Tisch und dann werden wir mal zusammen wickeln. So, da sind wir. Also, wie in diesem Paket ja auch drin war, wie gesagt 3 Tütchen und eben hier die Wickel, also die Beschreibung, wie man wickeln soll. Ich tue jetzt erstmal die Beschreibung euch zeigen. Also wie gesagt, hier ist es sehr gut bebildert. Natürlich auf Englisch, deswegen mache ich das auch mit Deutsch, weil selber wickeln oder einmal gemacht zu sehen ist meistens ja besser, als wenn man das jetzt hier, wie gesagt, liest. Ich habe auch erst nur durchgeguckt und mir erstmal nur so ein bisschen, wie soll ich sagen, mal vorgeschaut. So, wir haben hier einmal ein Tütchen mit Watte. Das heißt, wir müssen die sowieso aufmachen. Nehmen wir eine Watte mal schon mal raus. Hier sind 1, 2, 3, 4 und 5, 6 Watte Stücke drin. Wir nehmen dann also eine schon mal raus. Dann nehmen wir jetzt erstmal hier die gewissen Coils. Hier sieht man auch, dass es 3 verschiedene Mesh-Varianten es gibt. Einmal die Chill, dann die Turbo und die Extrem. Wir machen die mal auf. Und dann zeige ich hier euch mal, welche das sein könnten. Na, kommt raus. Jetzt gucken wir mal kurz hier rein in das andere Tütchen. So, hier kurz. Also hier ist, wie gesagt, der Coil, den man aufschrauben kann. Dann haben wir die Wickeleinheit. Dann haben wir hier so 2 kleine Pluspole, 2 O-Ringe. Ich denke mal, die sind für die oberste Variante. Ne, das sind sie nicht. Das sind die also für hier. Diese O-Ringe sind für das. Dann haben wir hier oben ja noch einen roten, grünen Ring. Das sind diese beiden, falls mal hier oben mal defekt ist. Und eben die schwarzen sind die Gummiränder, die wir nachher auch zusätzlich brauchen. Das heißt, wir brauchen die O-Ringe jetzt erstmal nicht. Wir brauchen nur einen schwarzen und einen Pluspol. Das brauchen wir nur. Also dieses bisschen brauchen wir jetzt nur. Plus natürlich die Watte dazu. Und dann werde ich mal jetzt schauen, welchen. So, ich habe mir jetzt auf jeden Fall den Turbo Mesh Coil rausgesucht. Der müsste eigentlich okay sein. Ich meine, ich kann auch den größeren, aber das werden wir jetzt erstmal später ausprobieren. Ich, wie gesagt, fange jetzt mit euch an, das Teil zu wickeln. Ja, wie gesagt, die Wickeleinheit hat ja nur eine Möglichkeit hier, ne? Das ist dieses Stück. Lege das dahin, nehme den Mesh Coil, den wir haben. Wichtig ist auf jeden Fall, ihr könnt es hoffentlich sehen. Na, ich versuche mal näher ranzugehen, dass sie hier eine Seite mit festgemacht sind, dann auf der Seite ganz flach. Ihr müsst die
flache Seite. Also die wirklich flacheste Seite. Ich gucke noch, ob ich das sehen kann. Ja, schwer. Hier ist es nicht die flach, sondern da ist sie flach. Sollt ihr hier in die Mitte ungefähr drauf tun. Und zwar etwas weiter nach unten, so dass der Meshcoil zentral in der Mitte das liegt. Also dann sollt ihr das Tool nehmen und das Tool anschließend hier drauf drücken, oder man kann es drauf drücken und dann sollte man das ein Stückweise hier hoch anheben, so dass das dann zu einem, ja, ich sage jetzt mal runden Teil geformt wird. Es ist nicht so einfach hier, wie gesagt, man werkelt jetzt hier hin und her, man hat jetzt aber auch hier wirklich einen runden Teil, man drückt hier ziemlich fest zusammen, damit man das auch gut festhalten kann, hier damit auch wirklich eine Rundung ergibt, die wir dann anschließend jetzt in den Coil reinschieben müssen. Das heißt, wir halten das jetzt hier fest, nehmen den Coil, und der Coil hat hier eine Aussparung. Und diese Aussparung ist dafür da, um die Watte, mal gucken, ob das jetzt so geht. Ich schaue mal, so einfach ist das nicht auch zu zeigen, damit ihr es auch sehen könnt. Einfach hier durchzustechen. Der Coil muss, wie gesagt, so einfach ist das nicht. Ich merke, so, jetzt habt ihr aber gemerkt oder gesehen, hoffentlich. So muss er jetzt da reingeschoben werden. Man drückt hier oben erst noch drauf, so dass der Coil, also auch die Coil richtig drin hängt. Dann kann man hier oben die Pinchen, also die Kontakte, hier durch diesen Schlitz, mal gucken, da ist der Schlitz, dass man das hier so reinzieht, ja, und den anderen lässt ihr bitte in der Mitte liegen. Dann soll eine Gummihaube da reingeschoben werden. Die geht nur in einer Richtung rein. Drückt die ein bisschen hier an. So, dann ist das immer noch so. Und bei mir ist jetzt gerade schon so, da ist immer noch Glück. Und dann nehmt ihr hier so ein, dieser Kontakt, dieser Pluspolkontakt, und steckt ihn einfach da oben in der Gummiführung rein. Wie dieses Draht jetzt irgendwo hängt, es spielt gar keine Rolle, ob das jetzt daraus oder hier raus hängt. Es ist wichtig auf jeden Fall, dass der Pluspol ziemlich nah runtergedrückt wird. Und dann sieht es dann ungefähr, so aus. Ja, also das heißt, hier ist jetzt fest gedrückt. Ja, und dann nehmt ihr einfach eure Knippzangen und macht die ja, wie soll ich sagen, Kontakte weg. Und da es leider schwierig ist, mit einer Schere hier ranzufummeln, ob vielleicht es geht, ich weiß es jetzt nie, mache ich das mit einer Zange auch und tue hier einfach die Watte wegmachen. Ja, dann zieht ihr einfach das Teil, die Wickelhilfe raus, und schon habt ihr, oder
haben wir natürlich, oder, ne? Wir haben das dann, wie man sieht, das komplett ringsrum. Die Watte ist auch dann jetzt fest. Dann kommt jetzt die Kappe drauf aufgeschraubt. Ja. So. Ja. Und gucken nochmal alles nach. Hier ist wichtig ist auf jeden Fall, dass dass der Kontakt, der Pluspol-Kontakt bitte nicht auf den Minuskontakt geht. Man sollte also schon ein bisschen darauf achten. Vielleicht mal zwischendurch noch so ein nach innen drücken. Dann haben wir das fertig und ja, also ich sehe keinen Kontakt. Das heißt, er dürfte eigentlich auch kein Problem machen, für gleich zu dampfen. Gut, dann nimmt man natürlich den Pot, den man hat, oder der natürlich keinen Ersatz man hat, vielleicht oder man kauft sich auch einen Ersatzpot, tue den alten Coil raus, unten macht den neuen Coil einfach rein, wie bei den anderen auch war, wie der andere auch reingeht, drückt den ganz fest. So. Er ist fest bei mir. Ja, ich denke mal irgendwie habe ich jetzt im Moment so. Gut. Ja. Das, wie man sieht, ist drin. Würde ich sagen. Gehen wir wieder in eine andere Position. Füllen den auf und dann werden wir mal sehen, ob wir den dampfen können. Würde ich sagen. Ja, bis gleich. So, da sind wir. Hier ist das gute Stück, wie gesagt, das ist da drin. Werde den jetzt mit Liquid voll machen. Und dann nehmen wir mal hier meinen Switch und lass ihn kurz einziehen. Ach so, mir ist gerade was aufgefallen. Ich habe jetzt gerade mal beim Füllen etwas mir aufgefallen, deswegen habe ich erstmal auch gar nichts mehr von mir gesehen oder kurz gestoppt. Und zwar habe ich festgestellt, dass er beim Saugen nicht ganz die Löcher da waren. Und zwar sind die Wattelöcher von dem Oberkappe bedeckt gewesen. Es hat aber trotzdem gesaugt, also so ist es nicht. Es saugt auch unter der Kappe, wenn ihr nicht richtig schraubt, also festschraubt. Falls aber ihr genug Kraft habt, dann schraubt bitte noch so weit rein, sodass ihr noch wenigstens ein bisschen die Wattelöcher seht. Es ist nicht schlimm, weil, wie gesagt, zwischen dem Unterteil, also unter der Unterteil und der Kappe ist noch Luft, wo die Liquid hin kann, aber besser wäre, wenn ihr das, wie gesagt, dort das so reinmacht. Wie gesagt, ich tue jetzt nochmal wieder rein. Habe, wie gesagt, das gerade erst festgestellt. Tue schnell noch mal ein bisschen Liquid mit rein, das war ja schon festgesaugt. Und dann nächstes Mal tun wir das dampfen. Ne? Man nimmt dann eben jetzt die Manic Smart, der Akkuträger. Die könnt ihr übrigens, das Video könnt ihr hier sehen. Setzt den drauf und das Gerät hat natürlich auch die Sicherheitsleistung, das heißt, falls der Coil doch nicht richtig gewickelt wurde oder dann kommt auch kein Gulsten, dann sagt er natürlich dann auch, wenn es Short Break ist. Ich weiß es jetzt nicht, ob das bei mir macht. Nein, scheint bei mir zu gehen mit 0,2 Ampere. Ja, also bei mir hat er akzeptiert. Ihr seht das auch. Ja. Ich habe jetzt mit 35 Watt. Normalerweise soll die Turbo zwischen 37 und 43 Watt sein. Okay, dann machen wir mal ein bisschen. Gehen wir mal auf 40 Watt. Das seht ihr jetzt hoffentlich da. Und ja, Liquid ist genug drin. Ich denke mal, das ist auch okay. Und dann
alle. Ui. Ui, ja, ja. Also. Moment, bin ich wirklich außer sag mal schön Rand oder Band, Rand und Band. Nein, es liegt daran, das Wickeln war jetzt doch relativ einfach. Ihr habt es gesehen, ein bisschen Fummelei ist es zwar noch, irgendwann mal hat man das. Ich meine, es ist auch schwierig, das euch auch noch zu zeigen von oben. Und dass ihr auch sehen könnt. Wenn ihr es natürlich dann irgendwann drauf habt, ist es gut. Was mich jetzt wundert ist, ich habe nur die Turbo drin. Es gibt ja noch die Extrem. Und allein schon die Turbo bei 40 Watt. Da bringt er wirklich einen wunderbaren Geschmack raus. Also der Fertigcoil war ja schon gut. Aber dieser Coil, der ist ja eigentlich nichts anderes wie der Fertigcoiler. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich hier einen anderen Coil drin habe. Ja, ich habe ja den, genau, ich habe ja den D15 drin. Ich hätte vielleicht die D14, habe ich ja gar im Moment nicht. Die hätte ich eigentlich da rein tun sollen. Da käme vielleicht der Geschmack mäßig hin. Aber für einen Fertigcoiler, also für selbstgewickten, ganz schnell Selbstwickelcoil, so sagt man das ja, muss ich sagen. Ihr seht selber, Dampf erzeugt das und Geschmack. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Und das nur bei dieser Turbo. Ich weiß nicht, wie er bei Extrem hochsetzt. Also der Geschmack bei Turbo ist schon gut. Bei Extrem wäre ja die Dampfleistung zwischen 5, also sollte man nehmen, die beste Power zwischen 45 und 55 war. Das heißt, es ist auch so ein bisschen höher. Gut, und ja, was soll ich sagen? Also Fazit. Es ist sehr einfach, positiv auch anzuwickeln, das heißt mit geschmacksmäßig wunderbar. Wirklich wunderbarer Geschmack. Und das nur der Turbo. Der Extrem werde ich in der nächsten Zeit mal testen und vielleicht werde ich mal kurz noch einen Zwischenspurt reinsetzen, wo ich sage, ich habe jetzt den Extremer getestet und werde dann anschließend mal euch vielleicht den mitteilen. Ich habe damals schon gesagt, ich habe eine Idee vielleicht. Ich gucke mal und werde vielleicht noch mal etwas machen mit diesen ja, Coil und mal schauen, ob ich das, was ich vorhabe, geht. Muss ich mal schauen. Ja, würde ich sagen, das war es. Und ihr könnt mich folgen auf Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Und wäre auch schön, wenn ihr ein Like und ein Abo da lässt. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Dampf. Ja, und tschüss.